Hallo AFOPS, willkommen im Noppenstein-Studio. Ich bin der Niklas. Und ich bin der Marco. Hallo. Hallo. Heute zeigen wir euch unser Gadget der zweiten Welle. Nicht Gadgets, es gibt nur eins. Ja, Wo das das bisschen größer, ne? ein bisschen größer geraten. Über 2200 Teile. Ja, das ist ordentlich. Ich kenne dieses Ding sehr gut, weil du es wochenlang auf deinem Schreibtisch hattest. Ja, weil es nicht so besonders stabil war. Wow. Also es sah richtig geil aus, keine Frage. Aber hier vorne ist es gerne mal so runtergegangen und hat sich dann selbst auseinandergezogen. Und jetzt? Ist es stabil. Ja? Läuft, Okay. ne? Ja, doch. Sollte es funktionieren. Ja. In Ordnung. Und du hast schon gerade eine Funktion gezeigt. Ich habe eine Funktion gezeigt. Sehr gut. Und ich habe war etwas ungestüm. Also es gibt eine Funktion. Man kann das hier runterklappen. Ja, wenn der Clip ein bisschen fester ist, dann kann das eventuell mal sein. Man kann es wieder hochklappen. Jawohl. Fühlt sich auf jeden Fall an, als hätte es Originalgröße. Also, Dürfte es auch ungefähr haben, ja. ja, hervorragend. Also es ist bei den Dingen dann natürlich immer ein bisschen schwierig rauszufinden, wie groß die wirklich sind, weil es da auch widersprüchliche Angaben dann teilweise zu gibt und so. Es ist stabil, das ist schon mal was wert. Es kann hier vorne runterklappen, das ist auch toll. Hier ist was. Ja, da ist so Energiezellen oder sowas drin. Okay. Die kann man auch rausnehmen. Also wenn du es jetzt umdrehst, fallen sie auch raus. Das sieht mir aus wie Projektile, aber es ist ja ein Phasergewehr. Richtig, also ich weiß nicht, ich hoffe nicht, dass das Ding das verschießt. Ja, nee. Ich glaube, du wüsstest auch, wenn da drin ein Verschießmechanismus drin wäre. Richtig. Ist Sehr schick. Also das hier so zu bauen, dass es stabil hält, ist sicherlich ja, denn da eine anspruchsvolle Aufgabe gewesen. Da gibt es auch ein Problem. Also man könnte jetzt ja meinen, das Ding ist ja massiv und es wäre gar kein Problem, das stabil zu kriegen, aber es ist nicht ganz massiv. Das ist nicht ganz massiv. Das musst du mir zeigen. Also wir haben ja hier so diese Seitenteile. Das ist natürlich, ich muss mal eben so halten, dass die Kamera das sieht. Diese Teile. Und die kann man auch rausnehmen, was jetzt gerade, weil unsere Pins hier ein bisschen sehr festhalten. So. Und wie man sieht, ist da ein Loch drin. Ja, und was ist das? Und das hier, das wird natürlich im Original dann noch ein bisschen farblich anders aussehen. Das ist quasi so das Innenleben. So ein bisschen Technik, hier so ein bisschen Chips und so. Kann man dann natürlich quasi rausnehmen, um dann zum Beispiel die Modulation zu ändern, wenn man gegen die Borg kämpft. Ich meine, das haben sie tatsächlich gezeigt. Ich meine auch, dass man es in einer Szene sieht. Ja, im 8. Film. Genau, da kommt es auch her. Film. Was haben sie hier? Star Trek First Contact. Hier sieht man's. Ja. Jawohl. Das wird, glaube ich, auch der einzige Print. Ne? Genau, das ganze Ding hat sonst keinen einzigen Print, weil wir in dem Fall wirklich alles dank der Größe schön mit Teilen herstellen konnten. Und wie man halt sieht, mit dem Loch in der Mitte war es dann halt ein Problem, weil gerade durch dieses Loch entstand dann immer das Problem, dass es dann schön, Richtig, wenn das Ding von vorne bis hinten massiv wäre, wäre es ja kein Problem, es stabil zu machen. Richtig. Aber in der Mitte ist ein Loch, das heißt, es muss oben drüber und unten drunter stabil genug sein, dass das Loch so bleibt. Genau, und deswegen habe ich es ungefähr 10-mal auseinandergenommen und das hat nicht unbedingt Spaß gemacht. Ja. Okay, hier ist deins. Du hast, aber es ist noch ein bisschen bunt. Es ist bunt, ja. Es bleibt nicht bunt. Zum Glück nicht. Es wird eher so Light Bluish Grey mit ein paar farblichen Akzenten. Genau, mit ein bisschen schwarz. Und Ja. hier oben zum Beispiel wird es dann so ein bisschen Trans Yellow, weil hier ist eigentlich, also hier ist, glaube ich, im Original so eine Anzeige, wo man quasi so ein bisschen durchgucken kann, als wäre das halt so ein Zielfernrohr. Ja. Was natürlich in dem Fall dann eher technisch gelöst wird. Ja, mit einem Weil digitalen. man kann hier nicht durchgucken, auch nicht im Original. Und hier vorne zum Beispiel ist im Original so eine Taschenlampe drin. Da sieht man auch im Film, dass sie die dann anhaben und dann durch diese dunklen Gänge da von den Borg ja schon teilweise assimiliert gehen. Man sieht es auch bei Raumschiff Voyager in ein paar Folgen. Ah. Da taucht es nämlich auch wieder auf. Ja. Und ja, dann noch ein bisschen Dark Blue Grey, glaube ich. Ja. Es bleibt natürlich nicht so bunt,
Wir müssen euch noch zeigen, wie es in den richtigen Farben aussieht. Ja, genau so. Ja. Hervorragend. Wie ihr seht, haben wir von diesem Modell bereits ein Produktionsmuster aus China erhalten. Vielleicht hätten wir einfach auch das Innenleben gleich an dem zeigen sollen, oder? Können wir ja immer noch machen. Können wir ja nochmal machen. Können wir immer noch machen. Ich nehme das hier mal raus. Ups, das war ich. Das liegt nicht am Mulle. Wenn man natürlich mit seinen dicken Fingern, ne, ein bisschen blöd ist. Hier sieht man es auch nochmal, dass das ein bisschen Jawohl. Chips und so sind, die man dann halt austauschen kann. Ja. Mhm. Ja, Und hier ist dann auch dieses Visier, von dem du gesprochen hast. genau. Jawohl. Sehr schick. Ja, also mit diesen schwarzen Elementen hier und dem Schwarz auf dem Griff, dem Dark Bluish Grey und so. Und auch hier vorne, das sieht geil aus. Das gefällt mir. Sehr schön. Und auch hier der Ausklappgriff in Schwarz. Passt farblich natürlich auch gut zu unserem Phaser Typ 2. Ja. Und zeitlich auch passend, ne? Zeitlich auch passend, auch Next Generation. Jawohl. Das ist zuerst aufgetaucht, ich glaube, in First Contact. Ich meine auch. Ist ein bisschen schwierig, das zu sagen, ob jetzt die Voyager-Folge, in der es vorkommt, die haben sich dann ja zwischendurch über die Requisiten hin und her geschoben, sag ich jetzt mal. Deswegen weiß man manchmal nie so genau, wann das zuerst aufgetaucht ist. Aber soweit wir wissen, ist First Contact das erste Mal gewesen. Ich habe in Spickzettel geschrieben, 2273 Teile hat dieses Gadget, ist damit mit Abstand das größte. Hol mal die andere noch her. Ich wage sogar zu behaupten, ohne es jetzt nachgeschaut zu haben, dass das Gadget der Welle 2 mehr Teile enthält als alle 4 Gadgets der ersten Welle zusammen. Wenn ich mir die so nebeneinander anschaue, glaube ich, Das dass kann sehr gut sein. Also ergab für uns aber einfach Sinn, als Zusatz zu den Phasern auch die Phaser Rifle zu zeigen, die ja durchaus auch eine prominente Rolle in dem Film auf jeden Fall spielt. Oh ja. Damit haben wir jetzt bis auf ein Modell jedes Set der zweiten Welle gezeigt. Eins fehlt noch. Eins fehlt noch. Es fehlt noch das Minifiguren, das moderne Minifigurenmaßstab. Und Klaus ließ es mich ja bereits in dem Live-Video spoilern. Das ist das, ich habe es falsch ausgesprochen, Danube-Class Runabout aus Deep Space Nine mit knapp über 3000 Teilen. Das bisher größte Star Trek-Set bei uns überhaupt. Zeigen wir euch im nächsten Video. Das beste Kopfleben zum Schluss. Wie immer. Das größte Das wird aber auch geil. Ja, prima. Dann war es das schon für heute aus dem Noppenstein-Studio. Noppensteine kann man nie genug haben. Demnächst gibt es noch mehr. Viel Spaß beim Bauen. So ist es. Tschüss. Ciao. Das bunte Gewehr hatte aber auch was. Ich finde, das ist immer so wild, ja, diese verschiedenen Farben. Es war sehr viel grün, ne? Ja, es war sehr viel von diesem komischen, dunklen Olivgrün. Das ist ein Ton, den habe ich irgendwie vorher auch nicht gesehen. Das ist ein Spezialfarbe. Nee, ich weiß auch nicht wirklich, also ich bin mir auch nicht sicher, aber dieses Earth Green ist das auch nicht. Ich will mehr von den Teilen, die sind gut. Ja, die sind gut.